Hier steht Do not use for downhill. Auf 110 Kilo eingestellt. Die lagen in der Packung. Hey Leute, ich bin's wieder, Chris, und heute was Cooles. Ich war nämlich am China-Markt aktiv und habe mir was Schönes gekauft. Ich zeig's euch mal. Ihr sehen's, es ist, ich sage mal, ein ziemlich dreister Fox 40 Fake. Wir haben zwar keine Kashima-Standrohre, aber wir sehen hier dieses orangene Casting, wie wir es kennen. Und hier diese Züge, die ähneln schon extrem der Fox 40. Ich schau mal, ob ich ein Bild habe am Handy. Hier sehen wir diese Schwingungen, also hier vorne an der Gabelbrücke. Und hier sind die der Gabel. Also ich bin der Meinung, hier wurde ein bisschen abgeguckt. Aber jedem ist klar, das kann natürlich nicht genauso sein wie eine Fox 40. Vor allem, jetzt kommt es nämlich, die hat nur 85 € gekostet. Ich habe ja schon mal die Zoom-Gabel getestet. Ich verlinke euch das unten drunter. Und die hat 100 € gekostet und das war eine Stahlfedergabel. Das ist jetzt aber eine Luftgabel und nochmal günstiger. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Und noch was Cooles, wir haben hier, wir sehen hier 29er. Das heißt, dieses Schmuckstück baue ich mir in meinen Trek ein. Das wird sicher ziemlich nice aussehen. Und ich musste mir hier leider auch ein neues Laufrad dazu kaufen, denn die Chinesen bekommen das mit den Einbaubreiten noch nicht ganz so hin. 100 mm Einbaubreite und 15 mm dicke Steckachse. Da passt natürlich das von meiner Fox 40 nicht so wirklich rein. Und wir sehen schon, das ist hier so seltsam kurz. Das sind niemals 200 mm, das sind nur 180 mm. Und was noch ganz lustig ist an dem Ganzen, wo steht es denn? Wir haben hier einen Aufkleber drauf. Hier steht Do not use for downhill freeride. Okay, wir haben eine Doppelbrückengabel, die aussieht wie eine Fox 40, die man nicht dafür hernehmen darf. Also so, und hier oben haben wir noch die Möglichkeit, die Gabel zu sperren, also zu locken. Ob das so wirklich funktioniert, probieren wir dann auch mal aus. Und hier haben wir halt die Luftseite, wo man hier oben die Luft reinpumpen kann. Da bin ich auch mal gespannt, ob das so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Okay, ich würde sagen, ich baue mir das Schmuckstück mal ein in meinen Trek und dann testen wir das mal ordentlich. Ein paar Flettsprünge, Wurzeln, Steine, alles, was der Trail so hergibt. Und nebenbei gesagt ist die Gabel irgendwie mega leicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil da nicht so wirklich viel Technik drin ist, habe ich so das Gefühl. Okay, ja, ich würde sagen, ab auf den Trail, let's go. So Leute, ihr seht, ja, das Prachtstück ist eingebaut und es gab ein paar Probleme beim Einbauen. Komm. Wir haben hier jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier so Löcher für einen Direktmount-Vorbau. Und das ist ein Vierergewinde, das heißt eine Viererschraube. Und ich kenne irgendwie keinen Direktmount-Vorbau mit Viererschraube, die sind alle Fünferschraube. Das ist tatsächlich schon mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kriminell. Deswegen musste ich jetzt den Vorbau verwenden. Schaut extrem scheiße aus. Aber okay. So, dann haben wir hier unten ein spezielles Einbaumaß. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine komische, fast schon Cross-Country-Felge drin. Deswegen auch einen sehr dünnen Reifen. Ja. Und natürlich, wie wir es kennen von den China-Gabeln, die Bremsaufnahme. Natürlich ist das jetzt eine 180er Scheibe, eine 200er konnte ich echt nicht einbauen. Da muss ich nämlich einen riesen Adapter raussuchen. Das ist jetzt auch irgendein Adapter, ich weiß nicht. Es passt auf jeden Fall, es bremst und 180er Scheibe ist auch okay. Wir haben jetzt hier ja so ein Lock, dass man die Gabel blockieren kann. Und das ist ganz lustig, das habe ich vorher schon ausprobiert. Jetzt ist sie ganz am Anschlag, dieses Lock-Ding, scheinbar auf offen. Also jetzt müsste sie hier nochmal gehen. Genau, sie geht auch, ist okay. Jetzt drehen wir das Ganze mal bis auf Anschlag zurück. Dann müsste sie eigentlich schließen. Jetzt ist es ganz auf Anschlag am Ende. Jetzt müsste die Gabel blockieren. Okay, das tut sie. Das hat sie am Anfang nicht getan. Okay, sie blockiert. Dann nichts gegen die Gabel, sie kann blockieren. Okay. Dann haben wir hier das Luftventil. Das habe ich jetzt auf 110 Kilo eingestellt. Ich wiege übrigens 70, 75 irgendwo dazwischen. Das heißt, was ich ja letztens welche ziemlich beschwert haben wegen Durchschlag bei der Zoom-Gabel. Jetzt dürfte sie eigentlich nicht mehr so stark durchschlagen. Und ich finde, man merkt schon, hier stimmt irgendwas nicht, wenn man so drauf schaut. Irgendwie ist das so dünn hier. Das sind 32er Standrohre. Ach, übrigens, was noch dabei war, muss ich euch schnell mal noch mal zeigen.
Die hier waren dabei, die lagen in der Packung. Fox 32 Decals. Die waren wirklich da mit dabei, bei dieser Gabel. So. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, tatsächlich. Die Gabel ist so, wenn man jetzt einfedert praktisch, ist es nicht, also Ansprechverhalten ist schon mal echt scheiße. Und wenn man jetzt schnell einfedert, dann wird sie irgendwie noch weicher, habe ich so das Gefühl. Und sie ist durchgehend auf der gleichen Härte. Also nicht hier unten weicher und oben härter, sondern es ist einfach durchgehend dasselbe. Und das wird ziemlich auf Anschlag gehen, das sehe ich jetzt schon. Und ihr wisst, ich habe es auf 110 Kilo eingestellt. Und das eben gerade war schon Anschlag. Also mal gucken. So Leute, wir sind hier am ersten Spot, kleine Warmachpassage. Und da schauen wir jetzt mal. Das wird der erste Test der Gabel sein. Haben wir hier so einen kleinen Kurvensprung in die Mulde rein. Und hier so ein, ja alles klein, einen kleinen Double und da noch ein Anlieger. Und das fahren wir jetzt einfach mal. Ist übrigens sehr schlammig. Würde ich sagen einfach, let's go. Okay. Ich nehme an, ihr habt das gehört. Also ich glaube, die Brücke hier ist am Reifen gerade angegangen. Ja, wir sehen es hier eigentlich schon. Hier ist ja so das Ende von der Dichtung und da steht der Reifen ein bisschen drüber. Das heißt, wenn wir bis hier einfedern, geht das Ding am Reifen an. Das sage ich mal, ist super scheiße. Das sollte eigentlich nicht sein bei einer Gabel. Filmen wir die Landung von dem Schwung hier und schaut, was unten in der Mulde passiert nach der Landung. Let's go. Diese Gabel, Alter. So, wir haben jetzt hier zwei so Doubles und da muss man ein bisschen schneller fahren. Schauen wir mal, wie das wird. Los geht's. Aber man hat gehört hier, er ist wirklich ständig Anschlag auf dem Reifen und es nervt extrem. Also, ich glaube, da muss man 27 halber Laufrad einbauen, weil so, Alter. Das ist übrigens nicht mein Sattel, der ist nämlich neu. Ja. Vorher war der Sattel, der immer geschliffen hat. Und der Dämpfer, den habe ich auch mal härter gemacht. Vorbildlich. Ja, ihr seht, wenn man, sage ich mal, relativ genau landet und eine gute Landung hat wie hier, dann macht es keine Geräusche. Aber ansonsten das Einzige, was sich gut macht an den Teilen, ist der Reifen. Oh. Auf geht's. Geil. So Leute, wir gehen jetzt nochmal mit GoPro auf Strecke, damit ihr mal live dabei seid, wie das so ist mit der Gabel. Ich habe hier unten auch einen installiert. Wenn sie nicht zu dreckig wird, was ich glaube, die wird dreckig, dann ja, können wir hier auch mal sehen, wie toll und mit welcher Performance die Gabel arbeitet. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein und schauen, was wir so erleben. Da kommen jetzt gleich diese zwei Sprünge. Boah. Das ist halt verdammt glatt. Boah. Kommt mal kaum hoch. So, jetzt sind wir hier auf so einer Art Insel. Schaut mal die GoPro an. Lecker. Können wir uns mal den Sprung.
Jetzt macht sie gerade tatsächlich kein Geräusch mehr, also sie geht nicht auf Anschlag. Das liegt aber einfach daran, dass es ziemlich kalt ist. Und ihr seht, mein ganzes Körpergewicht ist jetzt auf der Gabel. Boah, dann nochmal. Sie geht einfach nicht ganz rein. Die Gabel hat ein mega schlechtes Ansprechverhalten. Boah. Und ich glaube auch, dass hier zwischen der Dichtung und den Standrohren ein bisschen Dreck ist. Und dass es deswegen einfach nicht mehr so gut geht. Und wie gesagt auch die Kälte. Ja. Das sind so zwei Faktoren gerade, die die Gabel irgendwie komplett einfriesen. Ja. Ach du Kacke. Dann hast du noch die Kackgabel mit der Glätte da vorne drin. Alter. Der Boden hier ist auch so lehmig. Ziemlich scheiße. Jetzt kommen gleich die zwei größeren Sprünge hier. Hup. Huppa. Huppa. Boah. Langer Bremsweg. So, und noch eine Runde. Hup. So, jetzt haben wir hier noch kleine Abfahrt. Hup. Und da hören wir wieder den Anschlag. Ah, hier haben wir noch 2, 3 Treppen, nehmen wir die noch auch noch mit. Oh Gott. Oh. Also ihr habt gemerkt, bei vielen kleinen Schlägen kommt die Gabel auch nicht mehr mit. Da ist sie halt dann recht tief eingefedert und kommt auch nicht mehr raus, weil Rebound ist eigentlich schon recht gut eingestellt. Wenn wir ihn noch schneller einstellen, dann kriegen wir ein Problem, glaube ich. So, okay, wir sind hier beim letzten Spot. 2, 3 Treppen. Schauen wir mal, was die Gabel da so macht. Los geht's. Wenn ich jetzt mit vorne bremse, hier, die federt gar nicht richtig ein. Die ist auf einmal bockhart. Ja, die hat keinen Bock mehr. Ja. Jetzt geht sie geht wieder halb scharf. Jetzt ist sie drin. Das ist ganz komisch. Die ist auch voll offen hier. Alter, schau, hier federt sie jetzt gar nicht mehr ein. Ich kann mein ganzes Körpergewicht. Ich habe die so ein bisschen im Arsch. Kaputt. Nach 2, 3 Fahrten. So Leute, ihr seht, ich bin dreckig. Und die Gabel ist fertig. Also die ist irgendwie ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Temperatur zusammen. Die geht auf jeden Fall nicht mehr so richtig. Naja, ich sag mal so, für 85 € kann man auch nicht wirklich viel erwarten. Wir haben ja schon mal die Zoom-Gabel getestet. Das Video verlinke ich euch nochmal, falls ihr es nicht kennt. Und die war ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Also die hat ja auch so 100 €, 120 € gekostet. Und die war mit Stahlfedergabel, also nicht mit Luft. Und ja, die Gabel kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Die ist, ich weiß nicht, die Einbaumaße und alles ist scheiße. Hinten steht drauf, nicht für Freeride und Downhill. Das ist auch wirklich nicht der Fall, also das sollte man nicht dafür benutzen. Wie gesagt, der Reifen geht ständig hinten auf der Brücke auf und ja, also wirklich sehr unangenehm mit der Gabel zu fahren. Okay, dann würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Video. Ciao.